Herzlich willkommen zu einer Spezialausgabe von Herpa TV. Momentan läuft sie die größte Automobilausstellung der Welt in Frankfurt und wir machen mit Ihnen einen kleinen Rundgang. Viel Andrang überall in den Hallen hier in Frankfurt auf der IAA 2015. Noch vor ein paar Jahren war an dieser Stelle das große Thema Spritsparen und Elektro. Das ist angesichts der derzeitig niedrigen Treibstoffpreise aber eher eine Randerscheinung. Neue Energiesparkonzepte gibt es kaum, auch neue Elektroautos muss man schon suchen. Das Thema, auf das sich alle Automobilhersteller derzeit konzentrieren, dreht sich rund um das Handy. Das Auto wird zum rollenden Smartphone, vernetzt, selbstständig und intelligent. Wo man heute noch Knöpfe drücken muss, da genügt zum Beispiel bei Volkswagen demnächst einfach nur eine Geste. Gestengesteuert ist deshalb, weil die Fahrerablenkung dadurch minimiert ist. Es ist ein intuitives System. Wir bedienen das System so, wie es intuitiv am besten geht. Beispielsweise mit einer Geste können Sie das Schiebedach öffnen und schließen. Sie können eine Wischfunktion im Infotainment ausüben. Das sind die Dinge der Zukunft, die Sie von Ihrem Smartphone heute auch gewohnt sind. Viele Neuheiten der IAA wurden bereits außerhalb der Messe vorgestellt. Eine Neuheit war dann aber doch ein echter Knaller. Der neue Porsche 911 und damit das Synonym für einen Sportwagen wurde auf der Messe neu vorgestellt. Ja, es ist schon jahrzehntelange Tradition, dass wir die jeweils neueste Generation vom 911er hier auf der IAA präsentieren und so ist es auch in diesem Jahr wieder. Wir haben hier die Produktaufwertung vom 911er und wir brechen da mit einer Tradition. Wir verlassen die Saugmotoren und stellen unser Programm um auf Turbomotoren. Auch das ist eine lange Tradition. Porsche war mit Turbomotoren, insbesondere auch im Rennsport, schon vor vielen Jahrzehnten erfolgreich. Und jetzt trägt das Ganze in Rechnung den Verbrauchsgesetzen und der CO2-Gesetzgebung. Und wir werden mit dem 911er den Verbrauch um etwa um 1 Liter reduzieren bei verbesserten Fahrleistungen. Darauf sind wir sehr stolz. Sicherlich überrascht waren viele Modellautofans, dass es nach einigen Jahren Pause erstmals wieder einen Porsche 911 zum Sammeln gibt. Wie im Original kann auch der mit einigen luxuriösen Details glänzen. Porsche hat uns beauftragt, da wir zertifiziert sind, 1:43er Modelle für Porsche zu entwickeln und zu bauen. Es geht da um eine umfangreiche 911er Modellpalette. Und da war es für uns natürlich naheliegend zu sagen, also wenn wir jetzt alle Daten, alle Informationen von Porsche haben, haben wir gleichzeitig angefragt, eine Lizenz beantragt für den neuen 911er in 1:87 und haben diese auch bekommen, haben also in Eigenentwicklung dann den 911er auch in verschiedenen Varianten, die alle in der Zeit jetzt noch erscheinen werden, auch entsprechend umgesetzt mit verschiedenen Varianten, Felgenvarianten, Auspuffvarianten, was halt alles noch so kommen wird. Also wir werden nicht die gesamte Modellpalette in 87 machen, sondern uns auf die wichtigsten Kernmodelle konzentrieren. Die ersten Porsche-Fahrzeuge werden bereits mit den Herbst-Specials im November 2015 in den Geschäften sein. Später erscheint dann auch die Version im Maßstab 1:43. Weltpremiere hatte auf der IAA auch der neue Volkswagen Tiguan. Bereits vor mehreren Monaten erhielt Herpa dazu noch die geheimen Konstruktionsdaten und konnte somit die ersten Modelle in H0 direkt zur Veröffentlichung auf der Messe im kleinen Maßstab präsentieren. Die Faszination der großen Fahrzeuge wird über viele Modelle immer wieder auch im kleinen Maßstab auf den Ständen weitergegeben. In vielen Shops gibt es die exakten Abbilder der großen Brüder im Kleinen. Auch hier im Außengelände am Herpa-Stand hinter dem Audi-Pavillon sind die Neuheiten der IAA zu sehen und ein spezielles Sondermodell, das nur für die IAA produziert wurde. Die Mercedes-Benz A-Klasse ist matt lackiert, mit anthrazitfarbenen Felgen und mit dem Mercedes-Benz Sport-Design-Paket ausgestattet. Die Streifen sind eine ganz besondere Herausforderung für die Druckerei von Herpa, da sie mehrmals gedruckt werden müssen, bis sie wirklich perfekt auf dem Fahrzeug sitzen. Auch die Frontlippe wurde originalgetreu in Rot eingesetzt. Die kleine Auflage von nur 500 Modellen gibt es exklusiv hier am Stand von Herpa auf der IAA. Wir sind noch nicht ganz am Ende hier bei Herpa TV. Es gibt noch ein paar Bilder aus Frankfurt von der IAA. Besuchen Sie uns auch direkt am Stand. Sind wir hinter dem Audi-Pavillon im Freigelände noch bis zum Sonntag. Wir freuen uns auf Ihren Besuch. Ansonsten sehen wir uns bei der nächsten Ausgabe von Herpa TV wieder. Danke fürs Zusehen. Tschüss und Servus.